Hey Hosters und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Online. Natürlich, wie sollte es anders sein, auf meinem wunderschönen großen Account mit Hammer und mit Hornet. Ich habe schon einige Videos im Vorfeld produziert. Warum? Ich werde ein paar Tage weg sein und ich wollte jetzt davor und danach einfach meine Ruhe haben. Und was passiert? Tanky Online haut eine neue Waffe raus mit dem wunderschönen Namen Tsunami und ich darf meinen gesamten Uploadplan also wieder nur über den Haufen schmeißen und das alles dann entsprechend wieder neu arrangieren und die Thumbnails ändern. Ist das nicht schön? Ich freue mich immer wieder über sowas. Aber ja, die Waffe Tsunami ist nun im Early Access erhältlich. Yay! Und das Ganze kostet auch nur schlappe 7.000 Tankcoins. Die hat man, denke ich mal, immer parat, oder? Also ich persönlich nicht, aber gut. Für die Leute, die 7.000 Tankcoins haben und nicht wissen, wohin damit, vielleicht ist das ja eure Möglichkeit, euch jetzt hier einen schönen Vorteil zu verschaffen. Denn ihr kriegt nicht nur die Waffe selber, sondern auch noch das Schutzmodul dazu und die Variation Excelsior. Denn es reicht ja nicht, eine neue Waffe zu haben. Nein, ihr kriegt auch noch Excelsior als Variation hinzu, das nur Vorteile bietet, aber keine Nachteile. Ist das nicht schön? Aber gut, okay, man kann sich ja vielleicht dagegen schützen, oder? Gehen wir in die Garage. Gerade sind ja auch noch Rabatte. Das ist ja perfekt. Dann kann ich ja hier einfach das entsprechende Schutzmodul ausrüsten dagegen. Ach nee, kann ich nicht. Kann ich nicht, ist nicht verfügbar. Tja. Ist das nicht schön? Das erinnert mich so ein bisschen damals an die Einführung von Hammer. Hammer kam raus, eine neue Waffe, aber die Schutzfarben, die es damals gab, die gab es nicht. Die kamen erst später. Also Leute, die damals genügend Kristalle hatten, um Hammer halt aufs Maximum zu verbessern, hatten entsprechend einen Vorteil, weil niemand Schutz gegen diese Waffe hatte. Ja. Und jetzt haben halt Leute Schutz gegen die Waffe, die halt auch bereit sind, dann 7.000 Tankcoins dafür auszugeben, um das Ganze dann im Early Access zu verwenden. Und was macht diese Waffe? Klären wir mal das einfach mal ganz kurz. Ihr konntet ja sehen, das Ganze ist so ein bisschen optisch angelehnt an Twins, hat 2 Läufe, aber sieht auch so ein bisschen aus wie Juggernaut, oder? Wie die Waffe des Juggernauts. Aber jedenfalls, den ersten Schuss, den ihr setzt, den müsst ihr manuell machen, das ist klar. Ja, also ganz normal schießen. Dann kommt halt ein Schuss aus einem Lauf raus und dann ein wenig zeitverzögert, automatisch wird dann ein zweiter Schuss aus dem anderen Lauf dann entsprechend abgefeuert. Und wenn man schafft, einen Gegner, also den gleichen Gegner mit dem ersten und mit dem zweiten Schuss zu treffen, dann gibt es auch noch einen Bonusschaden mit dem zweiten Schuss. Ist das nicht schön? Ja, finde ich auch. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wenn man es nicht hinbekommt, dann gibt es keinen Bonusschaden. Aber nichtsdestotrotz, der Gegner kriegt ja dann, also gut, okay, vergiss es. Ich wollte gerade sagen, aber der Gegner kriegt ja trotzdem zweimal Schaden. Nein, der Gegner kriegt ja nur den Schaden, den ihr halt macht, ne, bei ihm. Aber wie gesagt, wenn man halt 2 Schüsse hinbekommt und damit den gleichen Gegner treffen kann, dann gibt es auch entsprechend einen Bonusschaden. Ja, sehr, sehr schön. Also damit kann man die Leute dann entsprechend ein wenig ärgern. Und wie gesagt, wer jetzt halt natürlich die Möglichkeit hat, der kann sich dann einen ordentlichen Vorteil dann entsprechend sichern. Ja? Weil Schutzmodul gibt es nicht. Und wenn halt... Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sich richtig viele Leute das holen werden, kann schon sein, ja, würde ich jetzt auch nicht komplett in Frage stellen, aber ich kann es mir jetzt nicht so wirklich vorstellen. Die Hardcore-Tanky-Spieler, ja, die... Da kann man sich die ausdenken. Ja, also, wir haben hier mindestens einen, der sich die neue Waffe geholt hat. Ach, ist das nicht schön? Und ich hoffe, dir gefällt das. Piu, piu, piu. Ach so, okay, verstehe. Wir haben sogar 2 im gegnerischen Team, die haben sich diese Waffe geholt. Und die sind natürlich im gegnerischen Team, das ist doch klar. Nicht bei mir hier, nein. Ja, jetzt darf man gegen diese Leute antreten. Ja, wunderbar. Also, ich finde diese Politik der Einführung von neuen Spielinhalten ein bisschen unschön für Leute, die halt jetzt nicht unbedingt bereit sind, einiges an Geld in die Hand zu nehmen. Denn seien wir mal ehrlich, 7.000 Tankcoins, das ist auch nicht gerade ohne. Ja, ich weiß, bla bla bla, Entwicklung kostet Geld und so weiter und so fort und das muss ich ja alles finanzieren. Das braucht man mir nicht erklären, das weiß ich. Nichtsdestotrotz, einfach aus Spielersicht ist es natürlich unschön. So. Aber, ja, ich kann Motivation dahinter verstehen, warum man das so macht und so weiter und so fort. Und man will das dann erstmal ein bisschen ausprobieren und testen und überprüfen, ob das Ganze hier reinpasst, wie man sich das
ausgedacht hat, ja, auch vom Schaden her und so weiter und so fort, die ganzen Parameter. Ne? So, ich muss das jetzt hier nicht nochmal wiedergeben und alles Mögliche dazu erzählen. So, das ist klar und damit hat sich die Sache erledigt, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz aus Spielersicht einfach halt ein bisschen blöd, dass du jetzt halt Gegner hast, die bereit sind, Geld auszugeben und die haben dann halt einfach einen Vorteil, weil du keine 50% Schutz gegen die haben kannst. Nicht mal 5. Ja? 0%. Höchstens gegen kritische Treffer. Ja, wunderbar. Aber gut, mehr auch nicht. Ne? Tja. Das jedenfalls dazu, aber schön, dass wir das jetzt hier auch mal in Aktion sehen, hätte ich nicht gedacht. Eigentlich dachte ich rede einfach nur mal kurz drüber und das war's. Aber, wie der Zufall es so will, gibt es hier dann tatsächlich 2 Gegner, die damit ankommen. Ist das nicht cool? Ja, ich freue mich auch. Ihr hoffentlich auch. Ja, aber wie gesagt, also ich bin ehrlich gesagt nicht bereit, das Geld dafür auszugeben. Ich warte einfach, bis das Ding in der Garage verfügbar ist. Ja, und das ist halt voraussichtlich dann mit dem Geburtstag von Tanky Online der Fall. Und dann kann man sich das Ganze für Kristalle holen. Dann gibt es hoffentlich auch 50% Rabatt. Dann kann man sich das Schutzmodul verbessern für die Hälfte. Und auch noch die Waffe verbessern für die Hälfte. Ja, das muss ich jetzt nicht machen. So. Brauche ich nicht. Ja. Aber gut, was soll's. Das wollte ich jedenfalls auch nochmal hier so an dieser Stelle klarstellen, ja. Wie gesagt, der Early Access für Tanky Classic hat mir halt gereicht und ich muss jetzt nicht noch 7000 weitere Tankcoins ausgeben, um hier mit einer coolen Waffe rumzufahren, ja. Wenn die dann in der Garage erhältlich ist, wie gesagt, dann werde ich sie mir holen, na, aber vorher nicht. So sehe ich jetzt einfach keinen Nutzen darin, ja. Aber gut, egal. Aber wie man sehen kann, ein paar Leute, ja, die haben halt die nötigen Tankcoins und die holen sich das dann. Ist ja auch in Ordnung. Die sehen dann halt natürlich ein bisschen besser aus hier im Match, wie man eindeutig auch erkennen kann. An der KD und auch an der Platzierung, ja, sieht es bei denen dann halt einfach besser aus. 17,5, Platz 1 und dann Platz 3 hat 10,1. Ja, das ist doch toll. Gut, an sich die Funktionsweise der Waffe selber ist interessant, ja, es passt in das Spiel hier hinein, aber ja, sagen wir mal die Umstände, ne, das ist so das, was ich jetzt ein bisschen kritisiere, aber okay, was soll's. So, dann schließen wir einfach diese kleine Niederlage damit ab. Herzlichen Glückwunsch an die Gegner. Und ja, ich bin schon gespannt, also okay, nein, das ist gelogen, das ist gelogen. Aber ich sag's jetzt einfach, ich bin mal schon gespannt auf die ganzen Strategien und Videos, die dann zu dieser Waffe entstehen. Ja, aber um ehrlich zu sein, ich werd mir sowas nicht angucken, ja. Ich gucke mir keine Tanky Online Videos an. Reicht ja schon, dass ich selber welche mache, ja. Ich muss mir ja nicht noch andere angucken. Gut. Aber ja, hey, wir haben immerhin denen einen fairen Kampf geboten. Ich bin hier Platz 1, gucken wir mal. Vielleicht lande ich ja noch auf Platz 3, wenn das Ganze hier durch ist. Aber ja, damit würde ich das Ganze auch hier an dieser Stelle dann beenden, wenn das Spiel gleich durch ist. Weil, wie gesagt, ich versuche das noch am gleichen Tag online zu bringen. Ja, ist dann ein kurzes Video, tut mir leid. Das nächste wird dann aber, das kann ich dann hier ja spoilern, wenn ich das, wie gesagt, noch am Freitag hochladen kann. Wir haben halt übrigens Freitag und es ist schon relativ spät für mal schnell noch das Ganze am selben Tag online bringen. Aber ja, ich versuche es. Jedenfalls, das nächste Video wird dann Tanky Classic sein. Das wird auch ein bisschen spaßig. Also, naja, so spaßig, wie es halt eben gerade sein kann. Ja. Und ja, damit soll es dann auch für heute gewesen sein. Macht es gut oder auch besser. Rinjahauen ist ja klar. Wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und lasst euch nicht vom Tsunami erwischen. Haut rein. Ciao, ciao.